Alter, wem gehört das Zelt? Moin Nerds, herzlich willkommen zu The Forest. Ein weiteres Survival-Game, was euch Natznerd vorstellen möchte. Ja, es macht in der Beta einen sehr, sehr guten Eindruck. Es wird diesmal ein relativ kurzes Video, da am 14.06. ein großer Patch geplant ist von den Entwicklern und erst dann werde ich mich, glaube ich, wieder richtig vertieft ransetzen. Ja, es hat leider sehr viele Bugs am Anfang, aber wie gesagt, es ist eine Beta und freut euch auf mehr demnächst. Und heute mal einen kleinen Ersteindruck. Die Grafik sieht Hammer aus, mehr kann man einfach nicht dazu sagen. Also wie ihr sehen könnt, auch vom Setting her, sieht sehr, sehr gut aus. Erinnert ein bisschen stark an Lost, ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt. Flugzeugabsturz, plötzlich sind die anderen da und ja, die entführen einen Jungen, beziehungsweise meinen Jungen hier in diesem Game. Und wahrscheinlich ist das Ziel, den Jungen zu finden und selber nicht Opfer zu werden von den anderen. Ja, das ist erstmal zu The Forest. Wir hoffen natürlich auf den Multiplayer-Part, der soll auch noch kommen. Natznerd ist in erster Linie eine Multiplayer-Plattform für euch und wir zeigen immer die neuesten Blockbustern im Thema Multiplayer und The Forest soll auch Multiplayer, wie gesagt, kriegen und wir sind da sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird von der Mechanik her, Koop oder gegeneinander, das weiß man noch nicht. Wir sind da, wie gesagt, sehr gespannt und werden auf jeden Fall berichten. Ja, was ist sonst in den letzten Monaten passiert? Wir zocken momentan The Stomping Land und Star Citizen, das Dogfight-Modul ist endlich draußen. Meine Fresse sieht das gut aus. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch ein Video dazu hochladen. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, großen Vorteil haben die mit dem Joystick. Ich bin mir nicht sicher, aber schönes Ding, kann man machen. Sieht hammergut aus. Ich bin froh, wie es jetzt aussieht und läuft und bin gespannt auf mehr. Es ist leider noch der Singleplayer, der freigeschaltet ist. Bald soll der Multiplayer folgen bei Star Citizen, aber das erkläre ich euch alles im nächsten Video zu Star Citizen Dogfight Modul. Und ja, was ist noch angesagt? Ganz großes Thema, Battlefield Hardline. Ich bin ein riesengroßer Battlefield-Fan, noch viel mehr als den Rest von Natznerd. Und ich bin diesmal super, super skeptisch. Ich habe mich immer auf Battlefield gefreut. Immer war ich der Meinung, Mensch, für dieses Game lohnt es sich irgendwie aufzurüsten. Battlefield Hardline macht mir so, das ist das einzige Battlefield, was mir wirklich irgendwie Bauchschmerzen macht. Ich werde die Beta auf jeden Fall anzocken und ich werde hier auch ein Video hochladen zu diesem Thema. Und ich bin erstmal skeptisch, was ich gesehen habe, aber es geht ja um den Spielspaß und wenn sich das Spiel gut spielt und wenn die Modi auch sehr gut sind, dann natürlich kann ich euch das empfehlen, aber ansonsten bin ich sehr, sehr skeptisch. Sieht eher aus wie, ja, ein bisschen wie Kindergeburtstag mit gepaart mit Payday und Counter-Strike. Ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde mich besser fühlen, wenn das Ganze heißen würde Spiel XY, aber mit Hilfe der Battlefield 4 Engine oder so. Also irgendwie ist das total verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Also wird eine Marke ausgeschlachtet. Hoffentlich wird das Ganze nicht wie bei Call of Duty, wo die Marke restlos benutzt worden ist, um
Verkaufszahlen zu regenerieren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Genießt noch die letzten paar Minuten, Sekunden vom Video. Es kommt einiges auf euch zu. Viel Spaß dabei. Euer Natzen-Nerd.